Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute sitze ich im Polestar 2. Das ist der erste vollelektrische Wagen von Polestar. Davor gab es ja den Polestar 1 und das war ein leistungsstarker Hybrid. Der Polestar 2 ist ein Elektrofahrzeug und vor allem auch interessant, da er preislich nicht so hoch angesetzt wurde wie der Polestar 1. Mit 57.900 € ist er jetzt nicht unbedingt günstig, aber auf jeden Fall in einem Preisniveau, das interessant ist, denn andere Elektrofahrzeuge von den Premium-Herstellern, die sind sogar noch weiter oben angesetzt. Und was der Polestar 2 zu bieten hat, das werden wir uns jetzt zusammen in diesem Video anschauen, denn ich bin jetzt den ganzen Tag mit diesem Wagen unterwegs und werde mir anschauen, wie er fährt und was er so zu bieten hat. Falls euch Polestar nichts sagt, das Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von Volvo. Polestar fungierte als markeninterner Tuner und ist seit 2017 auch eine Eigenmarke für Hybrid- und Elektroautos. Mit dem Polestar 1 wurde 2017 ein auf 1500 Exemplare limitierter Hybrid-Sportwagen mit 609 PS vorgestellt. Der Polestar 2 ist nun das erste Elektroauto des Unternehmens und wird nun auch in größeren Stückzahlen verfügbar sein. Die Mittelklasse-Limousine wurde am 27. Februar 2019 das erste Mal vorgestellt und wird jetzt an die Kunden ausgeliefert. Ich konnte ihn jetzt endlich auch mal für einen Tag fahren und wir werden uns jetzt erst einmal die Technik anschauen. Verbaut sind pro Achse ein 150 Kilowatt Elektromotor mit einem Drehmoment von 330 Newtonmeter. Kombiniert kommen wir hier also auf eine Gesamtleistung von 300 Kilowatt, das entspricht ca. 408 PS und ein Drehmoment von 660 Newtonmeter. Damit schafft der Wagen den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,7 Sekunden, was ja schon ein richtig guter Wert ist, und die Höchstgeschwindigkeit, die beträgt 205 km pro Stunde. Es ist ein 78 Kilowattstunden Akku verbaut, der eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern beim kombinierten WLTP-Zyklus und 560 Kilometer beim City-WLTP-Zyklus erreichen können soll, was auf jeden Fall ein guter Wert ist. Aufgeladen wird mit dem Onboard-Lader mit bis zu 11 Kilowatt Wechselstrom oder über Schnelllader mit bis zu 150 Kilowatt Gleichstrom. Damit bräuchte er mit 11 Kilowatt bis zu 8 Stunden von 0 auf 100% und an einer Schnellladesäule mit 150 Kilowatt wäre er in 40 Minuten von 0 auf 80% geladen. Das war's jetzt mit der Technik. Wir werden jetzt erstmal eine Runde fahren und uns weitere Features anschauen und danach werfen wir auch mal einen Blick in den Innenraum, denn dort hat Polestar auch einiges auf Lager, das mir sehr gefallen hat, vor allem auch das Infotainment-System, das wir uns dann auch noch anschauen werden. Beim Fahren ist mir direkt bei Start erstmal der One-Pedal-Antrieb aufgefallen. Sehr ungewohnt, wenn man das bisher noch nicht genutzt hat. Man kann den Polestar 2 somit im normalen Verkehr nur über das Fahrpedal fahren und muss die Bremse kaum bis gar nicht nutzen. Wie gesagt, am Anfang ist das ein bisschen strange, aber nach einigen Kilometern hat man sich da bereits dran gewöhnt. Mir gefällt es sehr gut, allerdings darf man dann auch nicht mehr einfach den Fuß vom Pedal heben, um auszurollen. Hier würde dann recht stark verzögert werden. Man braucht jetzt also auch ein wenig Zehenspitzengefühl beim Fahren. Realisiert wird das Ganze durch die Energierückgewinnung aka Rekuperation. Durch das Verzögern wird also eurem Akku während der Fahrt wieder etwas Strom zugeführt. Je nachdem, wie vorausschauend man also unterwegs ist, kann man hier den ein oder anderen Kilometer rausholen. Ansonsten fährt sich der Polestar 2 angenehm komfortabel und das, obwohl ich hier das optionale Performance-Paket mit 20 Zoll Bereifung fahre. Hier sind dann auch noch vorne Brembo 4-Kolben Bremssättel verbaut, damit man dann auch einmal ordentlich in die Eisen gehen kann, wenn man seine 408 PS einmal ausfahren will. Wie von einem Elektroauto gewohnt, hat man hier einen enormen Anpressdruck bei der Beschleunigung, der mir einfach nur ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Mit 4,7 Sekunden sind wir dann auch nicht mehr wirklich weit, zum Beispiel von dem BMW M3 mit seinen 4,2 Sekunden entfernt, nur mal um so eine ungefähre Orientierung zu geben. Ebenfalls 4,7 Sekunden braucht dann zum Beispiel ein Audi S4. Was mir während der Fahrt auch schon sehr positiv auffällt, das Digitaltacho ist minimalistisch aufgebaut und zeigt mir hier in 3 verschiedenen Ansichten die Informationen an. Meine favorisierte Ansicht ist natürlich die große Kartenansicht, damit ich auf einen Blick auch den Weg im Auge habe und nicht auf das Infotainment-Display schauen muss. Und zu dem kommen wir jetzt auch gleich, davor werden wir uns aber jetzt erst einmal den Innenraum anschauen. Mir gefallen hier die eingesetzten Materialien. Serienmäßig setzt Polestar hier auf vegane Materialien. Statt Leder kommt hier WeaveTech zum Einsatz, welches auch deutlich leichter ist als Leder und aus einem hohen Anteil recycelten Material besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht und hat auch eine angenehme Haptik.
Auch der Rest des Innenraums hat einen minimalistischen, aber schön hochwertigen Look. Interessant natürlich auch die gelben Gurte, die dem schwarzen Interieur einen kleinen Farbakzent verleihen. Auch hinten lässt es sich angenehm sitzen und es ist genug Platz für 3 Personen. Und weil ich es vorhin vergessen habe, wie die meisten Elektroautos hat der Polestar 2 auch 2 Kofferräume. Einmal vorne einen kleinen und hinten einen großen. Vorne haben wir dann Platz für beispielsweise das Ladekabel und ja, eine kleine Tasche, will ich mal sagen. Und hinten passt auch ordentlich was rein, wie man sehen kann. Es ist also genügend Platz für euer Reisegepäck. Werfen wir jetzt also auch mal einen Blick auf das Infotainment. Das interessiert mich als Technikliebhaber natürlich besonders. Das Display hat eine Diagonale von 11,15 Zoll und ersetzt beinahe alle Schalter im Fahrzeug. Als erster Automobilhersteller setzt Polestar hier als Betriebssystem auf Android Automotive OS. So, hier haben wir das Infotainment und wie ihr seht, haben wir hier auch 4 Kacheln, also einmal Navigation, hier die Fahrdaten, Spotify und hier auch Bluetooth für unser Gerät, das wir dann hier angeschlossen haben. Aktuell habe ich mein Smartphone hier noch nicht angeschlossen. Und ja, wir gehen erstmal hier auf die Navigation, Google Maps. Ich muss sagen, das System reagiert wirklich sehr flott. Es ist sehr flüssig und das gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist schon mal deutlich flüssiger als jetzt hier beim Porsche Taycan, muss ich sagen. Hier oben haben wir dann noch weitere Punkte, also beispielsweise, wenn wir gerade am Fahren sind oder am Einparken, dass wir hier die Kameras, die Umgebungskameras anschauen können, also die 360-Grad-Kameras, die Rückkamera etc. Dann haben wir hier die Fahreigenschaften, also dass wir hier als Lenkgefühl gering, Standard, hoch, also die Direktheit der Lenkung einstellen können. Hier können wir das ESC ausschalten für den Sportmodus. Dann hier unten sehr interessant, der Ein-Pedal-Betrieb oder Ein-Pedal-Antrieb. Den können wir komplett ausschalten. Das heißt dann also, das fährt sich dann eigentlich so wie ja, jedes normale Automatikfahrzeug, dass wir einfach Gas geben und bremsen müssen. Bei gering wird das Fahrzeug etwas bremsen, wenn wir vom Gas gehen. Und bei Standard ist es wirklich ein Ein-Pedal-Antrieb. Also wir müssen die Bremse kaum betätigen, außer vielleicht, wenn wir wirklich mal so eine Gefahrenbremsung machen müssen. Denn wenn wir komplett vom Gas gehen, wird das Fahrzeug doch recht stark verzögern. Was eigentlich schon ein sehr schönes Gefühl ist. Man muss sich aber natürlich erstmal die ersten Kilometer dran gewöhnen. Denn es ist schon sehr ungewohnt, wenn man dann beispielsweise in der Stadt einfach mal ausrollen lassen will, was man ja sonst einfach macht, indem man auch einfach einen Fuß vom Gas nimmt. Hier wird er dann schon recht stark bremsen. Und hier bei Kriechen können wir an- und ausschalten. Wenn wir Kriechen aus haben, dann wird beim Einpedalbetrieb, wenn wir vom Gas gehen, auch komplett bis zum Stillstand gebremst, also ganz normal von der Ampel. Bei Kriechen werden wir dann noch ganz langsam weiterfahren, also wie wir es beispielsweise auch von Automatik kennen, dass es dann so ein Standgas gibt, wo wir einfach langsam geradeaus fahren. Ich habe es hier auf Off und auf Standard und dann haben wir wirklich ein richtiges Ein-Pedal-Betrieb. Auf der Autobahn sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wenn ihr dann irgendwie mit 120 unterwegs seid und dann komplett vom Gas geht, dann wird das Fahrzeug zwar bremsen, aber nicht so stark. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, wenn ihr vom Gas geht, dann richtig in die Eisen geht. Da bei der Autobahn ist das schon ein wenig anders als in der Stadt. Aber beides wirklich sehr interessant. Also, und wie gesagt, wenn einem das nicht gefällt, kann man es hier ja einstellen oder beziehungsweise komplett deaktivieren und mit aus, also ganz normal fahren. Ehrlich gesagt finde ich den Ein-Pedal-Betrieb aber wirklich sehr cool und wenn er mir hier schon angeboten wird, dann werde ich ihn auch natürlich nutzen. Das sind jetzt auch die einzigen Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Also wir haben jetzt hier keine Fahrprogramme wie Eco, Komfort oder Sport. Die Einstellungen nehmt ihr selber vor und regelt dadurch euren Fahrkomfort. Hier oben haben wir dann noch Assistant. Da haben wir die einzelnen Assistenten im Überblick. Hier Active Cruise Control können wir auch hier einstellen. Lane Keeping Aid können wir ein- oder ausschalten. Den Driver Alert, also dass das Fahrzeug einfach merkt, dass ihr schon sehr lange unterwegs seid und euch dann eben warnt, dass ihr mal endlich wieder eine Pause einlegen solltet. Dann auch die Road Sign Information, die finde ich natürlich immer sehr interessant, dass euch die Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. im Tacho angezeigt werden und natürlich auch hier die Kollisionsvermeidung.
Hier über Aufladen haben wir dann all die Informationen, die wir natürlich für das Aufladen benötigen. 67% habe ich jetzt hier, nachdem ich jetzt ein bisschen gefahren bin. Wir können uns hier ein Aufladelimit setzen, je nachdem, wo wir sagen, okay, empfohlen sind ja eher so 80, steht hier auch. Polestar empfiehlt 80%, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten. Also hier könnt ihr sie auf 80% als Limit lassen und dann wird die Ladesäule auch nur bis 80% aufladen. Also das ist natürlich sehr schön. Und auch hier können wir das auch bis auf 40 machen etc. Das ist dann natürlich auch schön, wenn wir uns dann einfach ein eigenes Limit setzen wollen. Wenn wir mit 20% ankommen, sagen wir wollen nur bis 40 laden, um einfach auch irgendwie Kosten zu sparen etc. Über mehr haben wir dann noch weitere Informationen wie den Fahrzeugstatus, die Sperren, die Innenbeleuchtung, die wir hier einstellen können, je nachdem die Intensität oder auch hier die Moodlight-Stärke und die Außenbeleuchtung, Spiegel, Wischer, schnurloser Telefonlader, der hier, sich hier befindet, wo wir das Smartphone einsetzen können, um es dann eben kabellos aufzuladen. Hier haben wir noch weitere Informationen über die Lautstärke, denn wir haben einen normalen Lautstärkeregler hier unten. Das finde ich noch sehr schön. Also nicht nur Touch, das ist immer ganz gut. Und wir haben hier vorne dann auch noch 2 USB-C-Ports. Und ich hatte es ja bei anderen Videos schon erwähnt, ist natürlich schön, dass es USB-C gibt, aber warum baut man hier nicht wenigstens noch einen USB-A-Port ein? Wir haben alle so viele USB-A-Kabel und ich kann da nicht der Einzige sein. Also es wäre schön gewesen, aber gut, jetzt sind hier USB-C-Kabel, ist ja natürlich auch die Zukunft. Hier oben haben wir dann die Apps, die jetzt auch hier schon vorinstalliert sind, beispielsweise hier Spotify, Google Assistant, wir haben hier Google Maps. Wie gesagt, das System setzt hier bei der Navigation auf Google Maps und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr gut. Und es ist intuitiv zu bedienen. Die meisten von euch haben schon Google Maps auf ihrem Smartphone genutzt, auf dem iPhone, auf dem Android-Smartphone. Und wie man hier sieht, geht das Ganze super schnell. Also das gefällt mir sehr gut. Es gibt viele Systeme, die deutlich langsamer arbeiten. Und deshalb mag ich Touch manchmal nicht. Also man will da die Karte irgendwie vergrößern, verkleinern und das dauert ewig. Das ist hier schon mal deutlich besser und flüssiger. Das gefällt mir sehr gut. Hier über das Zentrieren kommen wir wieder dahin, wo ich mich hier gerade befinde. Das Schöne ist, wir haben hier auch den Play Store, also können uns hier noch weitere Apps einfach und schnell hinzufügen. Wir haben hier YouTube Music Streamer, also das sind schon spezielle Programme, die für den Automobilbetrieb optimiert wurden. Also wir können hier keine Games installieren, die dann während der Fahrt zocken. Also das geht leider nicht. Und hier unten haben wir diesen Strich, da können wir hochswipen und kommen wieder zum Hauptmenü. Und wir können auch hier uns die Klimaanlage einschalten, die Temperatur auswählen und hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen. Und hier können wir dann auch die Sitzheizung und auch die Lenkradheizung einstellen. Und das war mein Tag mit dem Polestar 2. Und ich muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen. Wir haben hier ein aufgeräumtes Cockpit. Was mir sehr gut gefallen hat, ist das Infotainment, das sehr aufgeräumt, intuitiv zu bedienen ist und vor allem auch wirklich sehr flott reagiert. Und auch das Digitaltacho hier vorne ist wirklich schön aufgeräumt und bietet eine sehr schöne Navigationsansicht. Die verwendeten Materialien gefallen mir sehr gut, fühlen sich wirklich haptisch sehr gut an und es ist auch mal was anderes, also ein bisschen weg vom Einheitsbrei. Was auch schön ist, es werden auch recycelte Materialien verwendet. Also alles in allem fühlt sich das Ganze hier wirklich sehr gut an und es ließ sich auch sehr angenehm mit dem Wagen fahren. 408 PS, die hauen natürlich schon rein. Oben hin ist so bei 205 km/h, glaube ich, Schluss. Das reicht den meisten sicherlich aus. Man will ja auch mit dem Elektrofahrzeug vielleicht ein bisschen längere Strecke fahren. Und da ist es natürlich empfehlenswert, vielleicht nicht so viel Gas zu geben und einfach mal mit einer Richtgeschwindigkeit unterwegs zu sein. Und mit 4,7 Sekunden ist der Polestar 2 natürlich auch sehr sportlich unterwegs. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Polestar 2 habt, dann haut sie doch einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch werden jetzt hier noch Videos eingeblendet, die euch vielleicht interessieren könnten. Also, vielleicht sehen wir uns direkt im nächsten Video. Also, bis dann. Tschö.